Wusstest du, dass Instagram über 1 Milliarde Nutzende hat und dass 79% der Unternehmen weltweit die Plattform nutzen, um ihre Marke auszubauen? Du postest regelmäßig auf Instagram, aber hast keine Interaktion und deine Followerzahl bewegt sich einfach nicht nach oben? Keine Sorge, da bist du absolut nicht allein. Es gibt viele Instagram-Einsteiger. In diesem Video zeige ich 5 Schritte, die du umsetzen kannst, um deine ersten 1000 Follower auf Instagram zu bekommen, komplett organisch. Follower kaufen oder Bots benutzen, ein komplettes No-Go. Und sowas von 2018. Diese 5 Schritte sind wirklich alles, was du brauchst, um deine Follower schnell aufzubauen. So konnten wir auch unseren HubSpot-Dach-Instagram-Account wachsen lassen, vor allem als wir gerade in der Dachregion mit Instagram angefangen haben. Bleib also unbedingt dran, damit du alle Schritte nachvollziehen kannst. Hi, ich bin Romana von der HubSpot Academy. Und bevor wir mit dem ersten Schritt loslegen, lass doch gerne ein Abo da und aktiviere die Glocke, damit du keine neuen Videos mehr verpasst. Starten wir gleich mit Schritt Nummer 1. Das Konto richtig einrichten. Bevor wir richtig loslegen, stell sicher, dass du ein professionelles Konto hast. Das kann entweder ein Creator-Konto sein, wenn du als Influencer oder Content Creator unterwegs bist, oder wenn du Instagram für ein Unternehmen nutzt, ein Business-Konto. Keine Sorge, das Umschalten ist ganz einfach. Geh einfach in die Einstellungen, klicke auf Konto und dann auf Kontoart und Tools. Hier wählst du zu professionellem Konto wechseln. Schon bist du bereit für den nächsten Schritt. Warum ist das so wichtig? Ganz einfach. Mit einem professionellen Konto bekommst du Zugriff auf erweiterte Features, wie Analysen und Statistiken, mit denen du die Leistung deines Profils im Auge behalten kannst. Außerdem bekommt dein Posteingang einen Filter für Direktnachrichten, sodass du wichtige Nachrichten von deinen Followern nicht verpasst. Und Achtung! Diesen Schritt musst du unbedingt abschließen, bevor du mit den anderen Schritten weitermachst. Möchtest du noch mehr erfahren, wie man Instagram für Unternehmen nutzt? Dann lade dir unseren kostenlosen Leitfaden zu Instagram for Business herunter. Dein Konto ist umgestellt? Gut, machen wir zusammen weiter. Du solltest dafür sorgen, dass dein Konto über die Suche gefunden wird und für die Suche optimiert ist. Die Instagram-Suchleiste funktioniert ein bisschen wie Google. Sie liefert die relevantesten Profile auf der Grundlage deines Suchbegriffs. Deine Bio ist ein guter Ort, um informative Keywords einzufügen, für die du in den Suchergebnissen erscheinen möchtest. Eine aussagekräftige Bio sagt klar, was du tust und für wen deine Videos sind. Deshalb solltest du diesen Schritt nicht auslassen. Nehmen wir an, du führst einen Friseursalon. Dann solltest du das als Keyword in deiner Biografie und sogar in deinem Benutzernamen erwähnen. Natürlich nur, wenn es passt. Außerdem solltest du den Begriff Friseur als Hashtag sowohl in deiner Biografie als auch in deinen Beiträgen hinzufügen. So werden deine Inhalte aufgewertet und dein Account wird schneller entdeckt. Achte darauf, dass du sekundäre Keywords in deiner Beschreibung verwendest, zum Beispiel Friseursalon oder Hairstyles, um dein Publikum besser anzusprechen. Falls du deine lokale Zielgruppe erreichen willst, achte darauf, dass du beschreibende Wörter einfügst. Was damit gemeint ist, wenn du in Düsseldorf lebst, solltest du Düsseldorf oder DUS in deine Bio und Hashtags einbauen, aber auch eine Kombination aus Ort und Unternehmen. So zum Beispiel Düsseldorfer Friseur oder Salon in Düsseldorf. So kann dich potenzielle Kundschaft vor Ort leichter finden. So, nun zum finalen Teil deiner Profiloptimierung, das Hinzufügen eines Links. Das kann ein Link zu deiner Webseite, einer bestimmten Landingpage oder zu einer anderen Plattform sein. Eben dorthin, wo du die Leute hinleiten möchtest. So forderst du die Interessierte dazu auf, sich weiter in deinem Angebot umzuschauen. Kommen wir zu Schritt Nummer 2. Vorbereitung. Ein Profil, das zwar ein tolles Profilbild und eine tolle Bio hat, aber 0 Beiträge ist wenig einladend, oder? Du solltest dafür sorgen, dass dein Profil mindestens 3 bis 6 Beiträge im Feed hat. So können Nutzenden durch dein Profil stöbern und sehen, was du zu bieten hast. Es müssen gar keine Top-Beiträge sein, sondern etwas, das dein Geschäft repräsentiert
und die Nutzenden anzieht. Wenn du regelmäßig postest, dann werden die ersten Beiträge sowieso untergehen. Allerdings sollten diese Beiträge schon eine gewisse Qualität haben und für die Suche optimiert sein. Deine Beiträge sollten wichtige Infos enthalten. Füge ausführliche Bildunterschriften ein, aus denen klar wird, worum es in dem Beitrag geht und die für die Suche optimiert sind. Die Optimierung jedes Beitrags sieht so aus. Erstens eine ausführliche Überschrift mit Keywords. Zweitens Hashtags, die sich auf deinen Beitrag beziehen. Drittens die Kennzeichnung deines Standorts und viertens das Markieren anderer Accounts auf deinem Foto. Gehen wir zurück zum Beispiel. Wenn du also Friseur bist und dein erster Post einen coolen Haarschnitt zeigt, stell sicher, dass dein Standort markiert ist, der Kunde getaggt wurde, natürlich nur mit dessen Erlaubnis, und deine Bildunterschrift die Informationen über das Foto und relevante Hashtags enthält. Als nächstes Schritt Nummer 3. Interaktion. Du musst mit Menschen in deiner Nische oder Branche interagieren. Wenn jemand einem neuen Account folgt, möchte derjenige das Gefühl haben, Teil einer Gemeinschaft zu sein. Deine Aufgabe ist es, diese Atmosphäre zu schaffen, wenn du deine Followerschaft wirklich vergrößern willst. Das ist ein Thema, das wir in unserem englischen HubSpot Academy Kurs Instagram Marketing Strategie intensiver behandeln. In Lektion 3 dieses Academy-Kurses geht es darum, authentische und natürliche Instagram-Follower zu finden und die besten Methoden zu vermitteln, damit deine Follower zur Kundschaft werden. Schau doch mal in die Videobeschreibung, da findest du den Link zum kostenlosen Kurs. Die 1 Million Euro Frage ist aber immer noch: Wie bekommt man mehr Follower? Wie schon erwähnt, beteilige dich an echten Gesprächen. Das Geheimnis hier ist, beantworte alle Fragen und Kommentare, nicht nur auf deinen Beiträgen und in deinem Feed. Beteilige dich auch unter Beiträgen anderer Accounts, die ein ähnliches Publikum haben und das du natürlich auch ansprechen möchtest. Hinterlasse hier aber wirklich nur authentische Kommentare oder Antworten. Bitte nicht nach Follows oder Likes. Wenn du dich für Erfolg gerüstet hast mit einem tollen Profilbild, das auffällt und du auch noch einen interessanten Kommentar oder eine authentische Antwort schreibst, wirst du auf jeden Fall die Aufmerksamkeit der Personen bekommen, die mit den Kommentaren interagieren. Durch authentisches Engagement erhöhst du die Chance, dass dich jemand entdeckt und dir folgt. Okay, fast geschafft! Kommen wir zum vorletzten Schritt. Schritt Nummer 4, eine einheitliche Content-Strategie. Um neue Instagram-Follower zu bekommen, ist es sehr wichtig, eine konsistente Content-Strategie zu entwickeln. Instagram hat seinen Schwerpunkt von Foto auf Videoinhalte verlagert. Insbesondere Instagram Reels spielen eine immer größere Rolle. Das ist natürlich keine Überraschung, ich sag nur TikTok. Vielleicht hast du die Verschiebung aber schon selbst bemerkt, wenn du in letzter Zeit durch die App scrollst. Man sieht einfach immer mehr Videos. Wenn du ein ganz neues Profil erstellt und deine Followerschaft schnell vergrößern möchtest, empfehle ich dir, die Anzahl an Videos und Reels auf deiner Seite gleich zu gewichten. Um mit Reels wirklich Menschen zu begeistern, solltest du fesselnde Inhalte mit einem Trend-Sound erstellen. Einfacher gesagt als getan. Produziere Videos, die die Nutzenden gerne mit ihren Followern teilen, speichern oder einfach mehrmals ansehen möchten. Reels sollten lehrreich und unterhaltsam sein. Welchen Stil du verfolgst, kommt ganz auf deine Branche an und wie du dich positionieren willst. Zum Beispiel eher seriös oder lustig. Teste aber immer, was bei deiner Community besser ankommt. Nur weil Reels immer noch mehr Reichweite haben als Bildposts und Instagram Reels bevorzugt, heißt es nicht, dass deine potenziellen Follower das auch tun. Variiere deine Postings. Bilder, Karussellposts und besonders Stories sind bei vielen Nutzenden beliebt. Auch deine Zielgruppe spielt eine Rolle. Man kann es zwar nicht verallgemeinern, aber jüngere Nutzenden bevorzugen möglicherweise Reels und Stories, während ältere Nutzenden möglicherweise traditionelle Beiträge lieber anschauen. Ich könnte dir mehr darüber erzählen, wie du dein Instagram-Netzwerk mit Reels und anderen Formaten erweitern kannst, aber das würde ein ganzes Video füllen. Solltest du eine ausführliche Anleitung haben wollen, dann lass es uns wissen und schreib es in die Kommentare.
Die Beiträge müssen jetzt nur noch hochgeladen werden. Da spielt das Timing eine große Rolle. Hier empfehle ich dir, Beiträge jeden Tag etwa zur gleichen Zeit zu posten. Überprüfe regelmäßig deine Daten und Insights, um zu sehen, wann deine Follower am aktivsten sind. Passe deine Posts diesen Zeiten entsprechend an, um das bestmögliche Engagement zu erreichen. Das kannst du machen, bis du ein paar Follower aufgebaut hast. Meine Kollegin aus dem Academy-Kurs, den ich eben schon einmal erwähnt habe, empfiehlt. Solltest du gerade erst anfangen, deine Instagram-Seite aufzubauen, sind Montag und Donnerstag die besten Tage. Und zwar zwischen 8 und 9 Uhr morgens. Zeiten zwischen 15 und 16 Uhr solltest du dann eher vermeiden. Letzter Schritt und dem nächsten Follower schon näher. Schritt Nummer 5: Kooperationen. Zugegeben, große Influencer zu engagieren wird schwer. Aber vielleicht findet sich der eine oder andere regionale oder Mikroinfluencer, mit dem du eine Kooperation eingehen kannst. Eine weitere bewährte Methode ist es, sich mit ähnlichen Seiten zusammenzutun und eine Kooperation zu starten, bei der beide Seiten neue Instagram-Follower gewinnen. Wie kannst du so etwas umsetzen? Ich habe dir eine Liste mit ein paar Ideen zusammengestellt, die du für eine Kooperation nutzen kannst. Erstens, take over time. Übernimm die Seite des anderen. Zweitens, dreht gemeinsam ein Video, das eure gemeinsamen Stärken zeigt. Drittens, veranstalte ein gemeinsames Giveaway. Viertens, erscheine auf den Inhalten des anderen. Egal ob auf einem Bild, in einem Reel oder Story. Mit einer Kooperation wächst deine Followerzahl viel schneller, da du viel mehr Aufmerksamkeit für dein Produkt und deinen Inhalt bekommst. Achtung! Wenn du mit anderen Seiten zusammenarbeitest, solltest du nur Unternehmen wählen, die etwas Ergänzendes anbieten, aber nicht genau dein Produkt oder deine Dienstleistung. Gehen wir zurück zum Beispiel Friseursalon. Mit einem ähnlichen Salon in einem anderen Stadtteil solltest du nicht unbedingt zusammenarbeiten. Es wäre strategisch sinnvoller, wenn du mit einem Kosmetikstudio oder Make-up-Artist aus deinem Viertel in Düsseldorf zusammenarbeitest. Professionelles Haarstyling und professionelles Make-up sind zwei großartige Dienstleistungen, die sich ergänzen. Du könntest so einige neue Kunden gewinnen und natürlich Instagram-Follower bekommen und umgekehrt. Ganz ohne zu konkurrieren. Diese Kooperationsstrategie ist aus einem Grund der 5. Schritt. Niemand möchte mit einem Profil zusammenarbeiten, das nicht aktiv und nicht optimiert ist. Bei einer Zusammenarbeit, egal ob mit Influencern oder mit einem Unternehmen, muss ein gleichberechtigter Austausch stattfinden. Deshalb solltest du auch Partner finden, die eine ähnlich große Followerzahl haben und ähnliche oder ergänzende Inhalte posten. Wenn deine Seite wächst, wirst du feststellen, dass diese Kooperationen natürlich leichter zu bekommen sind. Konzentriere dich aber erst einmal auf die ersten 4 Schritte, die ich dir hier erklärt habe. Diese sind entscheidend. Möchtest du noch mehr Unterstützung? Dann schau auf unserem Blog vorbei. Dort haben wir 26 weitere Tipps, wie du mehr Follower auf Instagram bekommen kannst. Egal ob als Instagram-Einsteiger oder für dein Unternehmen. Den Link findest du in der Beschreibung. Fertig! Die 5 Schritte aus unserem Video sind recht leicht umzusetzen. Und du kannst eigentlich sofort damit loslegen, deine Follower auf Instagram zu vergrößern. Vergiss nicht, dir die kostenlosen Ressourcen für Instagram-Einsteiger und Unternehmen herunterzuladen. Ich bin mir sicher, dass sie dir garantiert dabei helfen werden, deinen Instagram-Account noch weiter wachsen zu lassen. Der HubSpot Academy Instagram-Kurs, der Blogbeitrag und unser Leitfaden Instagram für Unternehmen sind unten in der Beschreibung verlinkt. Vielen Dank, dass du dabei warst und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!